Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Guten Tag und sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Visite. Ich durfte auch wieder all Ihre wertvollen Fragen lesen und mich für zwei entscheiden und würde heute das Thema bearbeiten wollen, häufiges Wasserlassen. Dieses Wasserlassen ist weniger durch die Patientin aus Deutschland beschrieben worden als etwas, was vor sich hin tröpfelt und eine verminderte Blasenkraft am Schließmuskel hat, sondern ich habe es so verstanden, dass sie in der Nacht so häufig zur Toilette muss. Leider steht nur diese Frage jetzt zu Buche, was kann man tun? Aber die Frage eines Tuns kann man nie beantworten, sondern man muss immer erst hinterfragen oder vielleicht jetzt ein paar Hinweise geben, was ist denn mit Ihnen eigentlich im Rahmen Ihres Lebens geschehen? Das Erste, woran ich immer denke, wenn jemand sagt, dass er häufig Wasser lassen muss in der Nacht, dass er seine Trinkmengen natürlich auf den Abend schiebt und damit natürlich auch nicht zur Ruhe kommen kann. Auch die Nieren möchten aber eigentlich in der Nacht Ruhe, währenddessen die Leber nach 12 bis morgens um 3 Uhr arbeitet, sind die Nieren eigentlich in der Nacht sehr dankbar, ihre Arbeit erst am nächsten Morgen aufzunehmen. Wenn Sie aber zu viel trinken am Abend, Ihnen einfach bewusst wird, dass Sie das nicht getan haben, dann muss das eine ganz normale Schlussfolgerung sein, dass der Körper danach drängt, weil er hat ja eine Aufgabe, über die Nieren toxisch zu entgiften. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Nieren und die Blase im Zusammenhang stehen mit der Regulationskraft des Blasen-Nieren-Meridians. Und wenn Frauen eine Narbe haben im Bereich des Unterleibes, zum Beispiel Zustand nach Eileiterschwangerschaft oder auch Zustand nach Sektio oder auch Zustand nach Appendektomie, also Appendizitisbehandlung oder Hernien, Leistenbrüche, dann können diese Narben auch sogenannte Störfelder sein. Oder auch Brustoperationen fällt mir jetzt ein. Also überall da, wo Narben sind, die in diesem Bereich über den Bauch sich hinwegziehen. Eine Narbe sieht ja eigentlich in jedem Falle zu 99% sehr reizlos aus, wenn sie nicht irgendwo ein großes Kolloid entwickelt hat, so aufgeworfen ist. Da machen wir uns eigentlich gar keine Fragen. Aber wenn der Meridianfluss, und man nennt das der Energiefluss, durch Narben geschwächt ist, dann hat das Organ, oder die Organe oder all die Funktionen, die auf diesen Meridianen liegen, das ist ja ein 5000 Jahres altes Denken und Praktizieren und Erfahren im Bereich der chinesischen Medizin, hat eine andere Wirkung. Und vielleicht darf ich Ihnen mal ein Beispiel da erzählen. Ich habe gelernt über die Bedeutung der Narben, da war ich junge Ärztin und da kommt ein Patient und sagt, er hat so eine Schulterschmerzen. Und diese Schulterschmerzen hätte er schon 4 Jahre und er ist arthroskopiert, also Spiegelung, dann war es der Kalk in der Schulter, dann war es die steife Schulter, dann waren es die Bänder, jedenfalls operiert und hin und her und er hat immer wieder nur Schmerzmittel genommen und kann dadurch auch nicht schlafen. Und ich habe gar nichts daran gemacht, weil ich bin ja gar nicht die Spezialistin für Schulter. Aber ich habe ihn mir angeschaut und dann zog er sich aus und hatte eine Bypass-Narbe. Und ich fragte, wann war denn der Bypass? Und dann sagte er, vor 4,5 Jahren. Und da läuteten so ein bisschen meine Glocken. Und ich habe eigentlich gar nicht das testen können, was ich heute kann. Heute kann ich eine Narbe austesten, ob sie ein Störfeld ist oder nicht. Das konnte ich zu dem Zeitraum nicht und habe nur die Narbe unterspritzt. Und der Patient hat mich nächsten Morgen um 7 angerufen und hat gesagt, was haben Sie gemacht? Und da habe ich gesagt, was habe ich gemacht? Ich habe die Narbe unterspritzt. Ja, sagt er, aber ich habe seit 4 Jahren geschlafen wie ein Stein
und ich kann meinen Arm bewegen. Ich brauche doch gar keine Schmerzmittel mehr. Ich habe diesen Patienten 3-mal noch gesehen, der wohnte nicht in meinem Bereich und dann überhaupt nicht mehr. Und nach ungefähr 3 oder 4 Jahren kam er mit seiner Frau, hat sie hier hingeschoben. Und ich sage, Sie waren doch der Herr mit der kranken Schulter. Ja, aber seitdem Sie die Narbe unterspritzt hatten, habe ich keine Beschwerden mehr. Und ich habe viele Dinge in dieser wunderbaren, der Hunike nennt das ist ein Sekundenphänomen, wenn innerhalb von 24 Stunden ein Prozess sich wieder reguliert. Ich habe das in dieser Intensität jetzt nicht 1000-mal erlebt. Das habe ich vielleicht 4, 5, 6 Mal erlebt. Aber mit jeder Narbenbehandlung, die ich gemacht habe, habe ich einem Prozess wieder eine bessere Regulation gegeben. Und das war dann im Rahmen der Behandlung. Man behandelt ja nicht, indem man sagt, ich gebe dir was und alles ist gut, sondern behandeln heißt ja auch Hand anlegen und einen Prozess verstehen. Wie kann er entstehen? Das sind ja alles Dinge, die dann auch Handeln benötigen. Und ich habe ganz unendlich viel erlebt, was Störfelder machen. Und Störfelder sind immer weit entfernt von einem Symptom. Und wenn man jetzt die Kausalität oder den Bezug des Nieren- und Blasenmeridians versteht, dann muss man natürlich erstmal auch da suchen. Und ich bitte Sie, da auch in sich zu gehen und einfach diese Narbenstörfelder abzuklären und vor allen Dingen auch Störfelder hier. Das können chronische Nasennebenhöhlenentzündung sein, das können aber auch die Frontzähne sein, die 4 Zähne hier und die 4 Zähne unten. Und wenn Sie die Frontzähne jetzt tot haben, avital, wenn da ein Stiftzahn ist, wenn da ein toter Zahn ist, dann müssen Sie eigentlich auch oder können Sie auch langfristig eine Störung des Blasenmeridians oder Nierenmeridians zur Folge haben. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man jetzt in einem Zimmer 10 Lampen hat, dann kann man mit diesen 10 Lampen 24 Stunden arbeiten, weil das Zimmer ist immer hell und damit ist die Möglichkeit auch gegeben, wirklich konstruktiv zu arbeiten. Natürlich nicht 24 Stunden, weil nachts brauche ich Melatonin und da muss es dunkel sein, aber nur mal so vom bildlichen Verständnis her. Jetzt kann es aber sein, das Elektrizitätswerk gibt weniger Energie, unterwegs ist ein Defekt und liefert immer nur noch 30%. Dann wird die gesamte Leistung dieser Lampen nur noch für mich 30% auch zur Verfügung sein. Das heißt, jetzt muss ich mich adaptieren an weniger. Das heißt, wenn es Winter ist, es ist um 4 Uhr nachmittags, 4:30, ist der Raum dunkel. Ich kann weniger Leistung jetzt von meinem Körper erwarten, weil ich kann es ja gar nicht mehr lesen. Das ist genau das Gleiche im Körper, wenn ein Störfeld einen Meridianfluss, einen Energiefluss blockiert. Und nur darum geht es. Nur darum geht es, wenn etwas erkrankt, ist zu wenig Energie vorliegend, dann muss diese Energie auch dahin fließen, wo sie gebraucht wird. Und wenn das geschieht, dass weniger Energie ankommt, wird die Leistung sich reduzieren. Das heißt, die Blase hat vielleicht nicht mehr diese Kapazität, nicht mehr dieses Fassungsvermögen und löst immer wieder diese Entlastung aus. Also das ist auch ein ganz großer Punkt, der Sie daran hindert, wirklich in der Nacht durchzuschlafen. Denken Sie bitte auch an bakterielle Infektionen. Es gibt manchmal auch so abakterielle Zystitiden. Denken Sie immer an Ihren Darm. Wir haben schon mehrmals über das Leaky Gut Syndrom gesprochen. Wenn immer der Darm eine Durchlässigkeit hat. Sie finden im Urin immer wieder auch Coli. Eigentlich wird immer wieder Kolibakterien bearbeitet. Kolibakterien kann man natürlich auch verhindern, dass sie sich an die Blasenwand anheften durch Mannose. Aber das ist auszuschließen. Und dann macht man einfach mal eine Urinkultur. Und vielleicht sammeln Sie mal gerade sterilen Urin. Der ist nie steril, aber eine Kultur meint, du musst ihn in ein steriles Röhrchen packen. Und dann sammeln Sie den doch mal steril von 3 Proben in der Nacht, um einfach auch hier zu sehen, ist es vielleicht etwas, was sich hier immer wieder unterhält. Und die Leber ist in der Nacht in dem Zustand, dass sie natürlich entgiften muss.
Und gibt es da Dinge, die sich deutlich auf die Nacht verlagert haben als am Tag? Wenn immer die Leber in ihrer Entgiftungsleistung schwächer ist, muss die Niere ja stärker werden, beziehungsweise im Körper ist es nicht so wie in der Gesellschaft. Du hilfst mir, ich helfe dir, wir geben und nehmen einander. Im Körper ist es ganz anders. Der eine bereitet immer für den anderen vor und es ist zu verstehen, warum hier diese Dinge so etwas aus der Balance geraten sind. Also das wären die Störfelder, die Narben, die chronische Sinusitis, die Nasennebenhöhlenentzündung. Vielleicht wissen Sie um diese gar nicht. Das sind die Störfelder der Zähne. Und bitte auch nicht vergessen, wir haben eine große Narbe, das ist der Bauchnabel. Und der Bauchnabel läuft jetzt nicht über den Nierenblasenmeridian, sondern über das große Konzeptionsgefäß, was aber auch auf die Funktionalität der Blase seinen Einfluss hat. Und auch tiefe Injektionen in den Nabel, so 5 bis 10 Milliliter, können manchmal da auch Störfeldirritationen wirklich beruhigen. Es gibt eine Gesellschaft für Neuraltherapie, sowohl in Deutschland, auch in der Schweiz. Und im Rahmen der Gesellschaft können Sie gucken, welche Therapeutenlisten dort sind durch die Postleitzahlen und sehen, wer ist in Ihrer Nähe. Jeder neuraltherapeutisch ausgebildete Arzt weiß um diese Zusammenhänge zwischen Narbenstörfeldern und Belastung oder Entgleisung auf anderer Ebene. Gibt auch genug Parasiten. Ich komme immer wieder auf das Thema Parasiten, aber ich bin einfach so dankbar, dass ich um diese Dinge seit den letzten Jahren immer mehr weiß, weil wenn ich irgendwo an meine Grenzen stoße, suche ich nach anderen und konnte damit Wesentliches dann doch regulieren, seitdem ich Parasiten auch testen kann und gezielt dann aus dem Körper wieder eliminieren kann. Haben Sie immer im Hinterkopf, dass für alles, was auch parasitär, bakteriell und der Körper besteht aus Bakterien, um ein Vielfaches mehr als Körperzellen, die für uns auch alle Aufgaben tun. Und wenn es immer wieder da zu einer Höherentwicklung geht, aufgrund einer Milieuverschiebung nennt man das. Das heißt, das Milieu ist nicht mehr in der Blase, wie es sein soll. Das Milieu im Dünndarm verändert sich oder im Dickdarm. Dann entstehen pathologische Bakterien und der Körper ist sofort gewillt, auch diese Bakterien auszuschleudern. Das ist manchmal gar nicht irgendwo von extern aufgenommen, sondern das sind einfach Dysregulationsprozesse im Milieu des Körpers. Und das ist ganz spannend zu verstehen. Man spricht von einem sogenannten Pleomorphismus, den Enderlein begründet hat. Und das heißt, dass die Mikroorganismen in uns verantwortlich sind für das Leben, für alle Lebensvorgänge. Aber dass, wenn wir das Milieu verändern durch Übersäuerung, durch Stress, durch viele Dinge, dann entwickeln sich diese Mikroorganismen zu anderen Phasen. Das nächste ist die Pathologie des Bakteriums. Das will er dann wieder vernichten. Dann macht er Entzündung oder Infektion. Und das höchste ist der Pilz. Seitdem ich das verstanden habe als junge Ärztin, habe ich also sofort angefangen, Kinder gar nicht mehr in irgendeiner Form antibiotisch behandeln zu müssen. Wenn man diesen Zyklus einfach auch versteht, dann ist eigentlich eine Antibiose, die sich immer gegen das Leben richtet, nur noch gezielt einzusetzen, wo einfach dann diese Dinge auch Grenzen zeigen. Das, glaube ich, wäre meine erste Antwort auf diese Fragen. Es gibt bestimmt noch ganz viel mehr, was man abklären sollte, aber man beginnt jeden Weg in die richtige Richtung ja immer erstmal mit dem ersten Schritt. Und vielleicht können Sie hier schon für sich einige wertvolle Dinge auch entnehmen und einfach abklären lassen. Schön, das wünsche ich Ihnen, vor allen Dingen auch einen sicheren und langen und guten Schlaf, weil über Schlafhygiene sprechen wir alle am wenigsten, aber die Regenerationszeit unserem Körper zu geben, ist schon was extrem Wichtiges. Ich hätte auch noch eine Frage einer Patientin, die mir sagte, dass sie sich seit längerer Zeit vegan ernährt und einfach traurig ist, dass sie immer wieder noch Gewicht zunimmt. Ganz sicher war das vielleicht mal auch der Anlass, das Gewicht zu optimieren.
Nun ist ja vegan eine Ernährungsform, die wir wählen, weil wir danach ja entweder aus wirklich ethischen Gründen, auch aus Bewusstseingründen, es gibt eine großartige Entwicklung auch im Rahmen der Publikation über vegane Ernährung. Und trotzdem muss man dann, wenn man sich vegan ernährt, es auch richtig machen. Und ich selber habe vegane Ernährung in diesem hohen Wissen früher auch nie so gelebt. Und abgesehen davon, dass man Phasen durchlebt, wo man vegetarisch lebt, wo man über Jahre kein Fleisch mehr isst, kein Fisch mehr isst. Aber man hat oft, also ich sehe das oft bei Patienten, die legen dann den Wert viel auf Kohlenhydratlastiges, viel Wert auf Fructoselastiges, das heißt sehr viel Obst mehr, sehr viel Gemüse, sehr viel Getreideprodukte. Und das kann natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr dramatisch die Gewichtsreduktion bremsen, weil natürlich alles, was Fructose, Glucose, Kohlenhydrate sind, auch Reis, Kartoffeln, hat zur Folge, dass im Blut immer Zucker erscheint. Und dieser Zucker steht ja zur Verfügung dem Körper, außerdem muss er arbeiten. Und die Kunst ist es eigentlich in unserer Ernährung, eine Hochwertigkeit hinzubekommen. Also ich glaube, Ihnen allen ist bewusst, dass ich immer, wenn ich über Ernährung spreche, auch eine hohe Qualität meine. Und 5 Äpfel aus dem Bioladen sind 1000-mal wertvoller als ein Kilo aus dem Supermarkt, der 20-mal gespritzt ist. Sondern wir brauchen gar nicht so unglaublich viel von allem. Wir müssen es nur hochwertig machen. Und wenn man eine vegane, fleischlose und auch natürlich vielleicht eiweißreduzierte Ernährung das nicht gut ausbalanciert, dann kann es schon sein, dass die Dominanz des Zuckers auch Gewicht zulegt. Und diese Dominanz ist etwas, die natürlich der Körper gar nicht braucht, weil er vielleicht auch so stark gar nicht gefordert wird. Und der Zucker kommt dann zur Leber und die Leber kann dann einfach den Zucker nur umbauen, entweder in Fett, indem sie selbst sich diese Depots und bindegewebige Umwandlung vollzieht, oder sie schafft den übermäßigen Zucker in Form von Fett auf die Hüften. Was anderes geht nicht. Es sei denn, man würde jeden Tag natürlich massiv sich bewegen und diesen Zucker immer wieder direkt in den Muskelstoffwechsel einschleusen lassen. Aber das ist ein Punkt, den Sie bedenken sollten. Der andere Punkt ist, den ich sehe, ist, dass wir in der Verstoffwechslung von Eiweiß, und wenn man vegan isst, dann isst man ja auch Quinoa, dann isst man Linsen, das sind ja auch alles hochwertige Eiweiße, aber die Eiweiße müssen abgebaut werden. Und für diesen Eiweißabbau benötigen Sie den Dünndarm und genug enzymatische Kraft. Das eine ist, dass dieser Eiweißabbau sich vollzieht mit dem Ergebnis, dass die Aminosäuren vorliegen. Das sind Eiweißbausteine. Und erst wenn diese Aminosäuren vorliegen, dann kann der Körper bzw. die Leber die 22 Eiweiße, die er braucht, tagtäglich, 8 essentielle Aminosäuren müssen sie täglich zuführen, und daraus kann er sich 22 Eiweiße wieder bauen. Das heißt, es wird keine Immunzelle stattfinden, es wird kein Eiweiß, kein Eisen, keine B-Vitamine transportiert werden, keine Fette transportiert werden, wenn nicht genug Eiweißstruktur da ist. Deshalb heißen Eiweiße auch Baustoffe des Lebens. In der Dominanz brauchen Sie erstmal Eiweiße und natürlich Mineralien, und alles andere fügt sich in diesen Prozess. Auf der anderen Seite entsteht im Rahmen des Stoffwechselwegs und Eiweißstoffwechsels ein Stoffwechsel, der die Energie aufbaut. Das heißt, auf diesem Seitenweg ist das Endergebnis, ausreichend Energie für den Körper herzustellen. Und der hat ein Seiten- oder Nebenprodukt, und das ist Ammoniak. Und ich erlebe sehr oft Patienten, die sich vegan ernähren, dass sie eine ziemliche Disharmonie im Darm haben. Also während der Dünndarm ein pH-Wert hat von 8,5, muss der Dickdarm ein pH-Wert haben von 5,5 bis 6,5.
Wenn der diesen pH-Wert nicht hat, dann kann er das Ammoniak nicht ausscheiden. Das heißt, jetzt ist Ammoniak drin. Ammoniak ist ein hohes ein hohes Toxin. Ich frage mich auch manchmal, warum haben wir so viele Dickdarmtumoren? Wir haben doch kaum Dünndarmtumoren. Und dieses Ammoniak gelangt dann natürlich über die Schleimhaut zur Leber und kann auch hier negativ auf den Leberstoffwechsel als unsere wichtigste Stoffwechseldrehscheibe auch im Rahmen des Fett- und des Insulinstoffwechsels wirken. Also das sollten Sie genauso wissen, wie ist das mit meinem Eiweiß, wie ist das mit Ammoniak und wie vor allen Dingen ist meine Darmmikroflora. Dann unterschätzen Sie auch bitte nicht, dass natürlich auch eine Gewichtszunahme durch eine direkte Stoffwechselentgleisung zu tun haben kann, indem ich einfach zu wenig Schilddrüsenhormone produziere. Vielleicht ist es alles schon abgenommen worden, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber ich sehe manchmal nur eine Abnahme und dann ist es vielleicht nur TSH. Man muss auch die freien Hormone testen, man muss das T3 Reserve testen. Man muss auch wissen, hat der Körper genug Ausgangssubstanz des L-Tyrosin, da wären wir wieder bei Eiweißen, Aminosäuren, hat er genug Jod? Weil wenn er latent in eine Dystheriose geht, die kennen wir schulmedizinisch nicht. Wir kennen die Hypo und wir können die Hyper. Und wenn wir das an einem Wert nicht erkennen und alles liegt in der Balance, fällt eine Schilddrüsenfunktionsstörung vom Tisch. Aber eigentlich muss man viel tiefer gehen in der Diagnostik und man muss es auch im Rahmen eines gesamten klinischen Bildes verstehen. Und ich will das immer wissen über meine Patienten. Und manchmal muss man 3-mal am Tag die Schilddrüsenhormone verstehen, so wie wenn wir von den Nebennieren uns Profile machen wollen, wie arbeiten die Nebennieren, brauchen wir auch Speichel von 5 verschiedenen Zeiten des Tages, um zu sehen, mit welcher Kraft kommen die Nebennieren an und mit welcher Kraft gehen sie abends in die Nacht. Das heißt, das ist eine wichtige Aussage, die man auch hier, finde ich, bei der Schilddrüse auch wissen muss, weil wenn der Schilddrüsenstoffwechsel sich runterreguliert, sagen wir mal, wir sind jetzt bei 100% aktiv gesund und der arbeitet nur noch 85, dann ist die Stoffwechselleistung geringer und das kann natürlich auch in der Verbrennung und in der Regulation auch des Zuckerstoffwechsels auf alle Prozesse Einwirkungen haben. Und die Nebenniere ist das letzte Stichwort. Ich weiß nichts über ihr Leben, wenn sie in einer dramatischen Lebenssituation sind, wo sie in Stress leben. Dann müssen sie wissen, dass der Körper immer das Ergebnis ist ihres Lebens. Und da muss er ran, da muss er ihnen helfen, das muss er Leistung zeigen, da muss er durch. Und er produziert Nebennierenhormone. Und diese Nebennierenrindenhormone, die gehen hoch und die bleiben auch lange oben. Die bleiben auch viel länger oben, als sie müssten, weil sie werden gebraucht. Und im Rahmen dieses Prozesses, dieser Überangebotes an Nebennierenrindenhormonen, einschließlich Cortison, lässt sie mit Wasser und Brot dick werden. Kennen Sie diese Menschen, die einen zu hohen Cortisonspiegel haben? Die sind so im Gesicht und so hier im Stammbereich sind sie muskulärer oder fetter geworden und Arme und Hände sind geringer. Das ist jetzt ganz sicher vielleicht gar nicht so Ihr ganz großes Thema. Ich weiß aber, dass mehr Menschen uns zuhören, vielleicht als Sie oder sehen, und will das auch nochmal Ihnen sagen. Das heißt, eine hormonelle Dysregulation, auch im Rahmen einer Östrogendominanz. Und eine Östrogendominanz kann ich ja nur haben, wenn ich mehr Östrogen habe als mein Gegenhormon, Progesteron. Aber ich kann ja auch zu viel Östrogen haben, wenn Progesteron zu niedrig ist. Und all diese Dinge sind im Rahmen jeglicher Gewichtsdysregulation, die Sie sich selbst nicht erklären können, vielleicht auch ganz wichtig zu klären, damit Sie dann Schritt für Schritt alles richtiger machen und auch sich selbst besser verstehen können, warum vielleicht im Moment diese vegane Ernährung vielleicht nicht gut ist, sondern ich muss hier erstmal andere Dinge beachten oder verändern oder auch
eine Ernährungsform finden, die meinem Bedarf im Moment jetzt gerecht wird, beziehungsweise muss vielleicht das Leben auch anschauen, um im Leben erstmal vielleicht Dinge zu verändern, und diese Ernährung gestaltet sich wieder optimal. Also das wären die Dinge, die mir jetzt dabei so wichtig wären, Ihnen zu sagen. In diesem Sinne ganz lieben Dank für alle, die jetzt uns aufmerksam auch zugehört haben und gesehen, und ich freue mich schon sehr auf nächsten Sonntag. Alles Gute! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank!